Moin, ich bin Jonas. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr das Office-Paket, also Word, Excel, PowerPoint, Outlook und so weiter, auf einem Mac installiert. Warum zeige ich euch, wie das Ganze auf einem Mac aussieht? Ich habe mir ein MacBook Air zugelegt, auf dem ich zukünftig meine Videos schneide und bearbeite und auch für euch aufnehmen werde. Deswegen, und weil ich natürlich total auf die Office-Produkte abfahre, habe ich mir gerade Office auf dem Mac installiert und mal angeschaut, wie sieht das aus in PowerPoint, Excel, OneNote, gibt es da direkt Unterschiede, komme ich damit sofort zurecht? Und das Ergebnis ist relativ erstaunlich, aber wie das aussieht, das seht ihr gleich. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt mal an, wie die Installation aussieht. Vorweg noch eine Sache, wenn euch das Video gefällt, wie immer, lasst gerne den Like da, abonniert den Kanal, denkt an die Benachrichtigungen. Hier gibt es weitere Videos. Ich würde mich freuen über euren Support. Schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr vielleicht Office schon auf dem Mac benutzt, was eure Erfahrungen sind. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und jetzt springen wir mal rein. Wir fangen an mit der Installation des Office-Pakets auf eurem Mac. Also, wir fangen an mit dem quasi Desktop, mit dem Schreibtisch von dem Mac, auf dem wir hier gerade sind, auf meinem MacBook Air. Und jetzt haben wir bei Office 365 vom Mac verschiedene Möglichkeiten für die Installation. Ihr habt zum einen die Möglichkeit, aus dem App Store heraus Office 365 direkt quasi als App auf eurem Mac zu installieren. Dann werdet ihr mit dieser Version auch standardmäßig über den App Store von Apple quasi mit Updates für Office 365 bzw. für die Office Apps auf eurem Gerät versorgt. Außerdem habt ihr natürlich die Möglichkeit, über office.com wie gewohnt die Office Apps herunterzuladen, also eine .dmg-Datei bei einem Mac. Ihr ladet die runter und installiert das Office-Paket ganz normal. Prinzipiell sind beide Versionen die gleichen. Der einzig nennenswerte Unterschied ist, dass die Update-Verteilung, wenn ihr quasi die Installation bei Microsoft direkt runterladet, ihr auch direkt die Office-Updates über Microsoft bezieht, weil die Office-Installation quasi dann direkt von Microsoft getriggert wird. Wenn ihr das über den App Store installiert, dann bekommt ihr die Apps quasi aktualisiert von Apple und das kann zum Teil schon mal ein paar Tage oder sogar Wochen verzögert kommen als die Updates, die von Microsoft kommen. Wenn ihr Teilnehmer des Insiders-Programms seid und Vorversionen, Pre-Versionen, Betas und ähnliches von Office testen wollt und ausprobieren wollt, dann geht das gar nicht über den App Store, dann müsst ihr das quasi direkt von Microsoft runterladen und da muss es dann die jeweilige Insider-Version auch entsprechend für den Mac geben. Also, wir schauen mal rein. Wenn ihr in den App Store geht, dann habt ihr die Möglichkeit, dort ganz normal nach Office 365 zu suchen. Und ihr habt hier dann die Möglichkeit, ihr seht diese Office 365 bzw. Microsoft 365 Version hier runterzuladen. Dann bekommt ihr alle Apps, die hier angezeigt sind. Diese 4 plus OneDrive und OneNote. Und dann habt ihr so quasi einmal das ganze Bundle. Ihr könnt natürlich aber auch die Apps einzeln runterladen. Wie ihr hier seht, Word, Excel, OneDrive, PowerPoint oder auch OneNote und weitere Lösungen. Das ist die Version über den App Store. Was wir aber machen wollen, ist, wir gehen quasi in unseren Browser, gehen auf office.com, dann landen wir in unserer Startseite, ihr kennt das hier und dann habt ihr hier oben den Punkt Office installieren, wir klicken da mal drauf und wir sagen jetzt, ich möchte die Office 365 Apps runterladen. Ihr seid ja schon eingeloggt mit eurem Account, das heißt, er stellt dann fest, dass ihr das runterladen könnt, dass ihr eine Lizenz habt. Wir erlauben das jetzt mal dem Safari und lassen ihn hier herunterladen. So, der Download ist abgeschlossen, ihr seht das und jetzt schauen wir mal, wie die Installation des Office-Pakets auf einem Mac aussieht. Wir starten einmal die Installation, die Einführung, wir möchten Office installieren. Wir wählen die Sprache aus, haben hier verschiedene Einstellungen, den Speicherort, den wir festlegen sollen für die Lizenz, okay. Okay, wir können hier die Lizenzbestimmungen, den Software-Lizenzvertrag uns runterladen und abspeichern. Das wollen wir nicht, könnten ihn jetzt auch ausdrucken. Auch das haben wir nicht vor. Weiter. Wir akzeptieren den Lizenzvertrag. Jetzt wird gefragt, wie viel Speicherplatz dafür verwendet werden soll. Wir können den Ort der Installation ändern. Wir wollen ihn hier für alle Nutzer speichern, den Installationstyp. Und dann gehen wir auch schon direkt auf Installieren. Wir werden jetzt um ein Passwort, um das macOS bzw. um unser Passwort für den Account hier gebeten, das ich offensichtlich falsch eingegeben habe.
Und wenn man dann Caps Lock ausmacht, funktioniert die Installation ganz normal. Und jetzt wird das Office-Paket installiert. Die Installation ist fertig. Die Software wurde installiert. Wir drücken auf Schließen. Möchtest du das Installationsprogramm? Ja, das kann in den Papierkorb. Das brauchen wir nicht mehr. Und jetzt Microsoft Auto Update. Hinweis zu erforderlichen Daten. Okay. Jetzt werde ich hier schon auf die Update-Thematik hingewiesen. Ich kann hier auch den Update-Kanal auswählen. Wir entscheiden uns für den Vorschau-Kanal. Das mit der Beta lassen wir aktuell mal weg. Automatische Updates herunterladen finde ich auch gut. So kann das Ganze für mich ablaufen. Ich hatte es ja gesagt, wenn ihr die Version runterladet über Microsoft, habt ihr eben genau diese Möglichkeit der Einstellung. Dann suchen wir jetzt nochmal nach anderen Updates. Vielleicht gibt es ja welche aus dem Insider-Programm. Also, ja, seht ihr, da gibt es welche. Jetzt können wir hier schauen. Es gibt für eine Excel-Version, eine OneNote und eine Outlook und eine PowerPoint- und Word-Version, die quasi im Vorschaubild erhältlich sind. Die laden wir runter und installieren dann direkt als nächstes. So, jetzt sind alle Apps installiert. Dann machen wir das wieder zu und dann können wir auch den Microsoft Auto Updater schließen. Und jetzt finden wir in unserer App-Übersicht im Launchpad von unserem macOS die entsprechenden Office-Apps. Hier hinten, wir haben Microsoft Teams, OneNote, PowerPoint, OneDrive, Outlook, Excel und Word. Ich denke, das sind sie auch alle gewesen. Ja. Und jetzt können wir mit der Einrichtung eben dieser Apps auch beginnen. Wir fangen mal an mit der einfachsten, und zwar Teams. Wir starten Teams mal und schauen, wie sieht Teams eigentlich auf einem Mac aus. Wir bekommen den Dialog. Erste Schritte bekommen wir angezeigt. Okay, wir müssen uns anmelden. Das liegt natürlich daran, dass mein Mac nicht einer Domäne zugeordnet ist. Ich gebe jetzt meine Anmeldedaten ein, werde dann aufgefordert, mein Kennwort einzugeben. Dann habe ich natürlich Zwei-Faktor-Authentifizierung. Da gehen wir für auf den Authenticator, den kennt ihr schon aus meinem anderen Video. Und dann haben wir hier die Anmeldung in Teams. Und dann sehen wir gleich, wie Microsoft Teams auf einem Mac aussieht. Es sieht vollkommen überraschend. Teams möchte Bluetooth verwenden. Das darf es für mein Headset. Jetzt können wir hier die Teams Mobile App auch noch herunterladen. Die habe ich natürlich schon auf meinem Handy. Und jetzt haben wir hier Teams. Das kennt ihr. Die Ansicht ist ziemlich identisch zu der von Windows oder im Client. Wir haben hier unsere Teams. Wir haben die Chats, Aktivitäten, den Kalender, das Anrufmenü und auch meine Dateien. Ihr seht, das neue Anrufmenü ist hier auch schon verfügbar. Das ist seit ein paar Wochen abgedatet, wo ihr jetzt eine etwas andere Übersicht habt. Ihr könnt hier auch die Rufleiterleitung einstellen und andere benutzerdefinierte Informationen rund um eure Teams-Anwendung. Das heißt, Teams sieht ziemlich identisch aus zu dem, was ihr schon kennt von anderen Geräten. Das heißt, Teams Daumen hoch ist auch auf dem Mac verfügbar und sieht vernünftig aus. Dann schauen wir mal, welche weiteren Anwendungen wir hier im Launchpad finden. Wir haben OneNote. OneNote, das Notizbuch von Microsoft, kennt ihr auch wahrscheinlich schon aus meinem Video, das hier oben zu finden ist. Auch hier wieder die Anmeldung. Auch hier wieder
der zweite Faktor. Und jetzt können wir mit der Verwendung von OneNote beginnen. Ihr seht es, auch OneNote sieht ziemlich identisch aus wie die Windows-Produkte. Ihr habt hier oben eure Menüleiste, eure verschiedenen Funktionen. Ihr seht hier das, was ihr im OneNote abgespeichert habt, quasi das, was ich auch schon auf anderen Geräten habe. Ihr habt hier dann die Möglichkeit, das Ganze in dem Vollbild zu bringen. Das machen wir da rückgängig. Und so sieht OneNote ziemlich identisch aus zu dem, was ihr auch von anderen Plattformen bereits kennt. Machen wir weiter mit Microsoft PowerPoint. Hier haben wir verschiedene neue Funktionen, die uns angezeigt werden. Auch hier wird jetzt einmal nach der Lizenz gefragt. Wir wollen mit der Verwendung von PowerPoint beginnen. Und hier seht schon, weil ich mich eben im OneNote angemeldet habe und OneNote ja ein Teil der klassischen Office-Produkte ist, funktioniert die Anmeldung hier jetzt direkt durchgängig, auch für die anderen Office-Produkte. Wir finden hier also unser Office. Wir können das ein bisschen größer ziehen. Mit unserem OneNote, wir haben hier die Möglichkeit, ein OneNote anzulegen aus den bekannten Vorlagen. Die gibt es also auch auf dem Mac. Ich finde meine aktuellen Dokumente, meine geteilten. Ich habe die Möglichkeit, andere Dokumente jetzt von meinem Device zu öffnen. Ich habe hier oben meine Einstellung meines Accounts und kann dann mit einer leeren Präsentation beginnen und habe hier jetzt mein PowerPoint, in dem ich direkt loslegen kann, loszuarbeiten. Ich habe die gewohnten Funktionen. Ich denke, auch das ist soweit bekannt. Dann haben wir, ich überspringe mal kurz OneDrive, Microsoft Outlook. Outlook ebenfalls Teil der Office-Installation. Wir können es jetzt direkt verwenden. Er fragt mich, welches Konto ich hinzufügen möchte. Ich möchte jetzt, Stand jetzt gerade kein Konto hinzufügen. Aber ich denke, es ist euch klar, ihr habt euren Posteingang, ihr habt auch hier die Kalenderfunktion. Ihr habt eure Kontakte, ihr habt eure Aufgabenlisten, die ihr mit To-Do verknüpfen könnt. Und ihr habt hier auch viele der euch bekannten Funktionen, die ihr vom Windows bereits kennt. Ein paar Dinge sind hier etwas anders einsortiert. Ihr seht, die Ansichten hier oben sind ein bisschen kleiner, ein bisschen übersichtlicher. Jetzt fehlt auch der eingerichtete Account. Aber ansonsten ist auch der Umgang mit Outlook auf dem Mac relativ ähnlich wie beim Windows-Device. Zu guter Letzt die beiden Klassiker, einmal Excel und dann haben wir natürlich gleich noch Word, aber fangen wir einmal mit Excel an. Wir möchten auch Excel aus meinem Abo verwenden. Die Ansicht ist die gleiche. Ihr habt hier wieder eure Excel-Vorlagen, ihr habt eure zuletzt verwendeten Dokumente. Ihr könnt ein neues Excel anhand einer Vorlage erstellen. Das kennt ihr auch schon, das habe ich euch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Wir nehmen mal den Reiseplan und die Reiseplanungsvorlage und hier habt ihr jetzt ein Excel. Ihr habt unten eure Reiter, die Zoom-Leiste, ihr habt eure ganzen Funktionen zum Einfügen, Zeichnen, das Layout, also alle diese Funktionen, die wir auch von den anderen Office-Versionen kennen, wie auch bei den davor gezeigten Produkten. Und last but not least haben wir natürlich noch Word. Und auch in Word, das überrascht euch jetzt wenig, die gleiche Funktionsweise, die gleiche Ansicht wie im Windows. Ihr gebt hier einmal an, dass ihr Word jetzt verwenden möchtet und habt dann eben hier eure Funktionen. Die Übersicht ist überall die gleiche, die Startansicht. Ihr könnt jetzt auch hier mit einem leeren Dokument direkt beginnen zu arbeiten und habt ebenfalls wie in den anderen Produkten eure ganz normale Menübar hier oben. Das kennt ihr und ihr könnt dann beginnen zu arbeiten. Das heißt, wir sehen schon, auf dem Mac könnt ihr die Office-Produktpalette guten Gewissens und genauso benutzen, wie ihr das auf eurem Windows-Device könnt oder wie ihr das heutzutage auch auf dem iPad, auf dem Android, auf dem Windows-Rechner, auf dem Chromebook im Browser oder ähnliches verwenden könnt. Das ist ziemlich nett. Ich finde das ganz cool, dass es überall geht. Ich freue mich auch darüber, dass ich jetzt nicht mit den Apple-Produkten anfangen muss zu arbeiten, sondern ganz normal einfach weiterarbeiten kann mit meinen bekannten Office-Versionen. Und als letztes möchte ich euch noch einmal OneDrive zeigen. Das hatten wir eben übersprungen. Ihr könnt also jetzt auch ganz normal eure Dateien mit OneDrive verwalten.
So, und wenn ihr OneDrive hier startet, seht ihr, ihr könnt also hier jetzt euer OneDrive einrichten. Das heißt, in dem Fall gebt ihr hier jetzt eure E-Mail-Adresse an. Ihr werdet hier auch wieder ganz normal zum Login gebeten. Ihr seht in dem Fall, OneDrive fragt euch, wo ihr den entsprechenden Ordner für OneDrive einrichten wollt. Er erkennt automatisch, wo ihr seid. Ihr könnt dann hier bestimmen, wo dieser Ordner abgelegt werden soll. Ihr seht das, es wird standardmäßig unter quasi meinem Account angelegt. Dann könnt ihr weitergehen. Dann könnt ihr definieren, wie ihr OneDrive einrichten wollt, welche Funktionen es in OneDrive gibt. Die sind auch analog wieder zum Windows-Gerät. Ihr habt einmal hier die Legende, was bedeuten die unterschiedlichen Zeichen in OneDrive. Ihr werdet darauf eingeladen, die Mobile-App runterzuladen. Das möchten wir später machen. Und jetzt können wir hingehen und unseren OneDrive-Ordner öffnen. Und ihr seht, hier wird jetzt automatisch der Download von euren Dateien gestartet, die ihr runterladen möchtet. Beziehungsweise er zeigt einmal euch an, welche Ordner es hier gibt. Und ihr könntet jetzt hingehen und unterschiedliche Ordner beispielsweise synchronisieren oder eben auch neue Ordner in eurem OneDrive einrichten und so dauerhaft eure Daten abspeichern. Kleiner Hinweis, Office speichert auch standardmäßig, wenn ihr es aktiviert habt, automatisch die Dateien, die ihr neu anlegt, in eurem OneDrive. Das ist ganz praktisch, weil ihr so verhindert, dass Daten, wenn sie auf eurem Gerät sind und das Gerät kaputt geht, direkt verloren gehen. Ihr seht, in dem Aktionsmenü habt ihr jetzt hier verschiedene Einstellungen für OneDrive. Ihr könnt Speicher freigeben, ihr könnt sagen, dass gewisse Ordner immer auf dem Gerät gespeichert werden sollen. Ihr könnt Inhalte teilen, ihr könnt sie euch online anzeigen. Also die gleichen Funktionen, die ihr auch schon von OneDrive auf anderen Geräten kennt. Also, das war sie. Die Installation vom Office-Paket auf einem Mac. Ihr habt gesehen, das ist relativ simpel. Einfach über office.com runterladen, die Installation durchlaufen lassen, genau wie auf dem Windows-Gerät, und schon habt ihr dann euer Office fast genauso wie im Windows oder im Web zur Verfügung. Es sind nahezu alle Funktionen da. Das ist ziemlich cool, wie ich finde. Also man kommt damit super klasse zurecht. Es ist quasi wirklich kaum ein Unterschied zu spüren. Total gut. Ich werde sicherlich die eine oder andere Sache jetzt lieber auf dem Mac machen, vielleicht als auf einem anderen Gerät, weil mein Mac eben auch dann sofort da ist, ich ihn ja als Laptop habe. Ich habe ja bisher mit dem PC gearbeitet, also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Wundert euch dementsprechend bitte auch nicht, wenn zukünftig vielleicht mal Videos auf dem Mac auch aufgenommen sind und nicht auf Windows. Da, wo es einen Unterschied macht, da werde ich euch auf jeden Fall darauf hinweisen, aber ansonsten ist die Geschichte schon ziemlich cool. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst den Daumen da, abonniert den Kanal, es kommen weitere Videos rund um das Thema Office 365 und dann bedanke ich mich jetzt bei euch wie immer fürs Zuschauen. Macht es gut da draußen, bleibt gesund und tschö mit Ö.